Guten Morgen alle zusammen, einen wundervollen guten Morgen aus Tokio. Ja, heute besonders wundervoll, denn es ist etwas angekommen, was ich mir bestellt habe und auf das freue ich mich schon so wahnsinnig. Ich habe nämlich bei der lieben Jessie neulich in einem Video was ganz Cooles gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Hier kann ich es euch mal kurz einblenden und dann werdet ihr bestimmt sofort wissen, was ich mir geholt habe. Tada! Es ist angekommen. Yeah, Amazon, danke dir, dass du so schnell bist. Sie ist da. So, Unpacking. Boah, ist die cool oder ist die cool? Das hier ist nämlich eine Japan-Karte, aber keine gewöhnliche Japan-Karte, so wie ihr eben schon in dem Clip gesehen habt. Denn hier kann man die Orte freirubbeln, die man bereits besucht hat. Und nicht nur die Orte. Ich glaube, es gab auch noch ein paar Spezialitäten, also ganz wichtig, Essen. Und ich glaube auch Aktivitäten, die man gemacht hat. Ah genau, hier sieht man das nämlich. Es gibt ein Before und es gibt ein After. Ich finde die Idee richtig cool und ich habe so Bock drauf, das zu machen und einfach schon mal zu schauen, wo ich schon mal überall war. Und ich werde es so ein bisschen ähnlich aufbauen wie bei Jessies Video, weil ich die Idee echt cool fand. Danke übrigens nochmal an der Stelle, dass ich diese Idee klauen darf, beziehungsweise auch so ein ähnliches Video machen darf, denn ich fand die Idee echt verdammt cool. Und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen auch ganz interessant, mal zu sehen, wo ich schon überall war. So, los geht's. Es darf gerubbelt werden. Das klingt irgendwie doppeldeutig. Naja. Die Mac Basil Scratch Map bekommt ihr ganz einfach auf Amazon für 23,99 €. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sie wird in einer stabilen Papprolle geliefert, in der ihr das Poster prima aufbewahren könnt, wenn ihr noch nicht dazu kommen solltet, es aufzuhängen. Ein Stück Plastik in Form eines Plektrons ist auch dabei. Neben der Landkarte mit besonderen Städten und Sightseeing-Highlights gibt es auf der linken Seite oben noch eine Food and Drink Sparte, auf der ihr alle typisch japanischen Speisen und Getränke freirubbeln könnt, die ihr schon mal probiert habt. Auf der anderen Seite unterhalb der Karte findet ihr eine Ansammlung von Dingen, die man mal gemacht haben sollte, wenn man in Japan war. Auch eine sehr interessante Zusammenstellung, wie ich finde. Dann fangen wir doch gleich mal am besten mit Tokio an, die Metropole, die ich 2014 das allererste Mal besucht habe und in Narita gelandet bin. Damals noch mit einer Gruppe aus 4 Mädels insgesamt. Wir haben so viel erlebt damals und es war eine schöne erste Erfahrung. Damals habe ich mich direkt in das Land verliebt. Eine Sache, die mich etwas traurig stimmt, ist die Tatsache, dass ich Tokio nicht komplett freirubbeln kann, obwohl ich hier nun mittlerweile 4 Jahre lebe. Ich war tatsächlich noch nie auf dem Skytree und weder im Disneyland noch im Disney Sea. Ich bin so ein enormer Schisser, wenn es um Achterbahnen geht und bevorzuge eher die ruhigen Fahrtgeschäfte. Aber wenn Shiori etwas älter ist, werden wir sicher mal ins Disneyland fahren. Ich meine, hallo, kann ja nicht sein, dass ich 34 bin und noch nie in meinem Leben im Disneyland war und Donald Duck live gesehen habe. Dafür sind wenigstens nun der Tokyo Tower und der Sensoji Bund. Asakusa war damals sogar die erste Ecke, die ich 2014 besucht hatte. Kanagawa wird nun auch bunt. 2017 waren wir in Kamakura und Enoshima und immer wieder in Yokohama. Da wir in der linken unteren Ecke Tokios wohnen, sind wir relativ schnell und direkt mit der Bahn in Yokohama. Ich mag die Gegend sehr gerne und spaziere immer wieder gerne in Minato Mirai rum. Erst diesen Sommer war ich auch das erste Mal in Yokosuka. In Shizuoka war ich tatsächlich auch das erste Mal 2014, und zwar in Kawaguchiko, direkt am Fuji. Dort hatte ich damals auch das allererste Mal in einem Ryokan übernachtet, mit Onsen und allem drum und dran. Ich gebe zu, es hat sich bis dato nichts verändert. Ich freue mich immer noch übelst, wenn ich den Fuji mal erspähen kann. Ich finde ihn einfach wunderschön. Ach ja, Nara, absolutes Pflichtprogramm. Damals auch 2014 das erste Mal da gewesen und in den letzten Jahren immer wieder mal, wenn mein Mann nach Osaka musste zum Arbeiten und ich mich einfach dreist drangehängt habe. Ich kann immer wieder dorthin. Das Örtchen wird einfach nie langweilig und ist so wahnsinnig fotogen. Osaka ist toll. In erster Linie für mich als kleinen Sengoku-Fanatiker wegen einiger historischer Orte, aber auch wegen der schönen Innenstadt. Ich bin sehr gerne dort und habe damals 2014 das allererste Mal klischeemäßig in der Dotonbori Takoyaki gegessen. Im USJ war ich leider noch nicht. Da würde ich aber auch total gerne mal hin und mir die Harry Potter Welt anschauen.
wobei ja auch bald ein Harry Potter Park bei Tokio eröffnet. Den möchte ich auch unbedingt mal sehen. Und Kyoto. Ach, ich war an wirklich vielen Orten in Japan. Ich weiß nicht warum, aber Kyoto wird immer einer meiner liebsten Städte bleiben. Auch 2014 das erste Mal da gewesen und ich glaube, 2017 war das letzte Mal. Ist also schon wieder viel zu lange her. Ich möchte da so gerne wieder hin, weil ich auch noch nicht alles gesehen habe. Ich war beim Fushimi Inari Taisha, einer meiner absoluten Lieblingsschreine. Ich weiß, es ist voll Klischee, aber ich liebe es dort einfach spazieren zu gehen. Beim Kiyomizu-dera war ich auch, aber ich habe es tatsächlich noch nicht in den Bambuswald bei Arashiyama geschafft. War aber schon mal dran vorbeigefahren. Zumindest etwas. In Himeji war ich neulich das erste Mal. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das Video auf meinem Kanal gesehen. Es war so schön dort. Und das Städtchen hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das Schloss war einfach atemberaubend. In der Gunma-Präfektur war ich so oft. Kusatsu Onsen haben wir bisher jedes Jahr besucht, seit ich in Japan wohne. Bis auf dieses Jahr. Ich liebe es dort einfach. Wir sind dort immer Snowboarden gegangen. Und durch Gunma sind wir generell immer gefahren, wenn es nach Niigata zum Snowboarden ging. Aber wenn mich jemand nach einem Onsen-Ort fragen würde, den ich empfehlen kann, Leute, schaut euch Kusatsu an. Eine Übernachtung reicht vollkommen in einem wunderschönen Ryokan dort. In Nagano waren wir auch oft. Wir haben zwar noch keine Snow Monkeys im Onsen gesehen, waren dafür aber oft Snowboarden in der Ecke. Und wir waren in Ueda und Sanada während eines Sengoku-Trips 2018. Ach ja, das geheime Grab von Sanada Masayuki werde ich nie vergessen. Das war so toll. In Yamanashi waren wir in Kai, als wir einen unserer Sengoku-Trips 2018 gemacht haben. Ich kann mich noch an die vielen Weintraubenfelder dort erinnern. In Toyama waren wir damals während unserer Flitterwochen 2018 seine Verwandten besuchen und haben uns bedankt für das Geld für die Hochzeit. Es lag nämlich direkt auf dem Weg nach Ishikawa. Dort war der letzte Spot unserer Flitterwochen. Oder eher, es waren eher Flittertage. Kanazawa. Ich hatte mir dort einen Kimono ausgeliehen für einen Tag und wir hatten so wahnsinniges Glück, dass es dort immer noch so kühl war, denn so standen alle Bäume immer noch in voller Sakura-Blüte. In Gifu war ich auch schon, 2018. Und zwar in Sekigahara. Für mich als Sengoku-Fan wieder ein absolutes Highlight. Und wir hätten auch fast alle Spots dort besuchen können, aber das Grab von Otani im Wald mit diesem Bärenwarnschild, nee, ohne mich. Ich habe mich echt nicht aus dem Auto getraut. Die Aichi-Präfektur. Da war ich neulich ja echt oft in Nagoya und habe so viel gefilmt. Eigentlich war ich damals 2014 das erste Mal während einer Reise, hatte aber Fieber, so dass ich nicht viel von der Stadt gesehen hatte, außer, geschlossene Burgmauern und das Oasis 21. Dafür konnte ich die letzten Male aber besonders viel nachholen. In Tochigi waren wir Anfang des Jahres in Nikko mit Shiori. Unser erster kleiner Familienausflug, ach, das war toll. Ich meine, Akakura Onsen in Niigata war eigentlich unser erster offizieller Familienausflug, aber da haben Shiori und ich nur meinen Mann zum Snowboarden begleitet. Was Saitama anbelangt, so habe ich 2018 damals mit meinem Mann zusammen Kawagoe besucht. Es hat mir wahnsinnig gut dort gefallen. Ich würde da so gerne mal wieder hin, weil es tatsächlich einige Ecken dort gibt, die ich noch nicht entdeckt hatte. Wäre auch sicher ein guter Ort, um ein paar Gushien zu bekommen. Zumal wir von unserem aktuellen Standort momentan mit der Bahn sogar direkt hinfahren können. Yamagata, Ginzan Onsen, unser erster Flitterwochenspot. Das war unglaublich schön dort. Ein sehr kleines Örtchen, aber mit so viel Charme. Es war wirklich toll dort zum Entspannen. In der Miyagi-Präfektur waren wir 2017 in Sendai. Ein großer Traum von mir. Date Masamune ist mein absoluter Lieblings-Daimyo aus der Sengoku-Zeit. Daher auch mein Nickname hier und auf Twitter. Und da Sendai seine Stadt war und dort auch das Suihoden, sein Grab, steht, wollte ich dort unbedingt immer hin. Und mein Mann hat mir diesen Traum direkt erfüllt. Ich würde so gerne mal wieder hin. Nochmal in das Fox Village. Und weil ich Gyutan so wahnsinnig gerne esse. Und natürlich Zunder Mochi. Auf Hokkaido waren wir tatsächlich gleich direkt, nachdem ich nach Japan gezogen bin. Ich bin mir nicht sicher, ob es 2016 oder schon 2017 war. Auf jeden Fall ging es zum Snowboarden. Letztes Jahr, als ich schwanger war, hat es uns wieder in den Norden gezogen.
nachdem wir eigentlich nach Fukuoka wollten, aber uns 2 Taifune einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Wir haben Hakodate, Otaru und Sapporo besucht. Ich persönlich liebe Hokkaido und man bekommt dort meiner Meinung nach einfach den leckersten Fisch und die besten Meeresfrüchte. So, kommen wir nun zu den Food and Drinks. Hier kann ich eigentlich gefühlt alles frei rubbeln, da ich alles bereits gegessen habe. Es ist auch relativ schwer für mich, einen Favoriten herauszupicken, weil ich die japanische Küche generell sehr, sehr mag. Es gibt relativ wenig, was ich nicht esse. Bis zum Beispiel auf Omurice, da bin ich nicht so der Fan von. Was ist denn euer Lieblingsessen von der Liste? Bei den Getränken, oh mein Gott, ja, ich stehe total auf Umeshu. Na, bei den Seasons kann ich ein klein wenig schummeln. Ich meine, da ich hier wohne, kann ich jetzt gleich alle frei rubbeln. Vorher bin ich immer von Mai bis Juni hergereist und habe meinen Geburtstag hier gefeiert. Und nun zu den Dingen, die man schon gemacht haben sollte. Yep, Yukata getragen, check. Und ich besitze auch einen. Einen Kimono habe ich auch schon mehrere Male getragen und sogar auf unserer Hochzeit. Das war toll. Aber Mann, Leute, ich sag euch, das Ding war echt schwer. Sumo habe ich leider noch nicht geschaut, aber mein Mann und ich haben es noch unbedingt vor. Die Karten sind nur leider wahnsinnig teuer. Origami habe ich in Japan auch tatsächlich noch nie gefaltet und auch keine Maneki-Neko gekauft, aber ich besitze eine aus Deutschland. Na, aber dafür habe ich zumindest schon die Kraniche hier gesehen. Eine Koi-Farm habe ich auch noch nicht besucht, ist aber sicher interessant. Die Kirschblüten sind jedes Jahr ein Highlight für mich und es werden jedes Jahr neue Spots erkundet. Ein Picknick habe ich auch schon mal gemacht mit einer größeren Gruppe. Das war auch zu Hanami. Die Toiletten sind hier wirklich ein Highlight und ich werde nie vergessen, wie es die erste Antwort meiner Mutter war, als ich sie fragte, was sie an Japan liebt. Oh, aber dafür war ich noch nie in einem Kapselhotel. Ich war mal kurz drin, habe aber selbst nicht dort übernachtet. Wenn wir verreisen, übernachten wir recht häufig in einem Ryokan. Das kann also auch locker frei gerubbelt werden. Im Onsen ein Bad genommen. Oh ja, unzählige Male. Und es ist interessant, wie sich die Onsen tatsächlich untereinander unterscheiden. Na, Logo, mit dem Shinkansen bin ich auch schon bereits mehrere Male gefahren. Ich würde so gerne mal mit dem Hayabusa fahren. Irgendwie mag ich den grünen Shinkansen total gerne. Yep, ein Maid-Café habe ich auch mal besucht. War ganz nett, aber teuer sind die. Wenn man mehrere Extras haben will, mir reicht da dann echt in der Regel das Essen. Den Tsukiji Fischmarkt habe ich auch schon ein paar Mal besucht. Es war wirklich toll dort und wenn man sich dort ein gutes Sushi-Restaurant raussucht, kann man wirklich guten Fisch essen. Es gibt aber auch einige Restaurants dort, die extra für Touristen ausgelegt sind und die sind qualitativ nicht so gut wie die anderen Restaurants. Ah, Erdbeeren, leider noch nie selbst gepflückt. Das steht auch noch auf meiner kleinen To-Do-Liste, wobei Blaubeeren auch toll wären. So, fertig. Im Großen und Ganzen schon recht bunt, aber ich muss sagen, dass ich gedacht hätte, es würden mehr Orte bunt werden. Zugegeben wären es auch einige Orte mehr, da wir viel mit dem Auto fahren. Ehrlich gesagt wären es auch einige Orte mehr, da wir viel mit dem Auto immer unterwegs sind. Aber ich habe die Präfekturen, durch die wir einfach nur durchgefahren sind oder nur mal kurz Stopp an einer Raststätte gemacht haben, nicht mitgezählt. So, fertig fürs Erste. Ich bin gespannt, was noch alles so dazukommen wird in naher Zukunft oder auch vielleicht ein bisschen später, je nachdem. Wenn ihr auch Lust auf diese Karte bekommen habt, ich packe euch mal den Amazon-Link unten in die Videobeschreibung, genauso wie Jessys Channel. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn dem so ist. Und abonniert meinen Channel, wenn ihr gerne mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis dann!